Heute zeige ich dir, wie du mit dem Compression Training System trainieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Das CTS-System habe ich dir bereits mal in einem Video vorgestellt. Kurz CTS, kennst du es noch nicht? Hier findest du das Video. Aber wir gehen einen Schritt weiter, nämlich zum Training mit dem CTS. Wenn du anfänglich dieses Gerät bekommst, gehen wir Schritt für Schritt durch, verbindest du den Schlauch mit dem CTS, also richtig fest, damit auch dementsprechend natürlich keine Luft entweicht. Und das Endstück geht in unser Mundstück hinein. Das heißt, wir haben hier natürlich eine wunderbare Kombination vom Mundstück, Schlauch und dem CTS. Wenn ich jetzt ganz neu mit dem CTS trainiere, versuchen wir erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, wir blasen nicht gleich brachial in unser Mundstück rein und versuchen hier auf der Skala einen maximalen Ausschlag zu bekommen, sondern anfänglich ist es ja so, dass wir gegen einen großen Widerstand blasen. Bei der Trompete spielen wir durch unser Instrument. Das heißt, das, was wir reingeben, geht vorne auch in Klang raus. Und dementsprechend haben wir hier natürlich ein geschlossenes System. Das heißt, wir wollen ja den Druck messen, den wir aufbauen. Und dementsprechend haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Widerstand. Damit wir ein Gefühl bekommen, blasen wir erstmal in unser Mundstück rein, wie wenn wir ein Mezzoforte auf unserem Instrument spielen würden. Und dann siehst du schon, auf der Skala bewegst du dich so zwischen 40 und 60 roundabout. Das ist natürlich immer individuell. Je trainierter du bist, desto höher wird letztendlich auch das CTS ausschlagen. Aber anfänglich, ganz als Anfänger eben, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im zweiten Schritt gehen wir jetzt auf die Skala. Zum Beispiel versuchen wir die 40 oder die 60 zu erreichen und dementsprechend das Ganze auch 4 bis 5 Zählzeiten oder Sekunden zu halten. Du kannst dein Metronom auch einstellen auf zum Beispiel Tempo 60 für Vierteltakt, dann hast du immer dieses Gefühl, okay, und das war's schon wieder. Und dann machst du kurz Pause und machst das nächste Set. Und das Ganze machst du 4-mal, kurz Pause dazwischen und insgesamt machst du diese Wiederholungen 3-mal. Das heißt 4-mal mit Pause, 4-mal Pause, nochmal 4-mal. Und dann hast du den ersten Tag Training mit dem CTS schon geschafft. Wir versuchen immer schrittweise das Ganze anzugehen und uns von vornherein nicht zu überfordern, denn wir müssen erstmal ein Gefühl aufbauen, letztendlich dann auch ein Gefühl für das Gerät, für die Skala bekommen und dementsprechend natürlich unsere Ansatzmuskulatur trainieren, beziehungsweise unsere Muskulatur trainieren, eben dem Luftdruck standzuhalten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt zum Beispiel auf der Skala der 60, ich zeige euch das hier in die Kamera, damit ihr mitlesen könnt und dementsprechend versuchen wir das Ganze natürlich 5 Zählzeiten auszuhalten. Achtung, 1, 2, 3. Und jetzt wieder atmen und erneut. Die Skala wird immer ein bisschen wackeln, das ist ganz klar, aber das ist letztendlich geschuldet, dass wir eben keine Maschine sind, sondern eben menschlich. Das heißt, da zuckt immer irgendwas, da entweicht etwas Luft und dementsprechend machen wir natürlich Schritt für Schritt unser Training mit dem CTS, damit die Ansatzmuskulatur gestärkt wird und dementsprechend du natürlich den höheren Luftdruck standhalten kannst. In einem dritten Schritt versuchen wir jetzt 10 Punkte nach oben zu gehen. Das heißt, jetzt sind wir dann nicht mehr bei der 60, sondern dementsprechend bei der 70 auf die gleiche Art und Weise. Und wieder locker lassen. Und das übste genauso wie gerade eben erklärt. Das heißt 4 Wiederholungen, dann Pause machen und das Ganze in 3 Sets. Und ganz wichtig immer, nachdem du fertig bist mit dem Training, immer freistreichen die Muskulatur, damit eben deine Muskulatur wieder gut durchblutet wird und dementsprechend sich natürlich auch regenerieren kann. Wichtig, mit dem CTS-System immer nach dem Trompete spielen trainieren, nicht vorher oder währenddessen. Üb deine täglichen Übungen, Routine, Flexibilities-Übungen und so weiter und so fort. Natürlich auch Töne aushalten, Literatur, Etüden, Tonleitern. Es gibt so viel zu üben und ganz am Ende baust du jetzt noch dein CTS-Training dazu. Das heißt, erst Trompete, dann CTS-System. Ganz wichtig, diese Reihenfolge.
In einem nächsten Schritt gehst du natürlich auf die 80, auf die 90, auf die 100 und so weiter und so fort. Trainieren wir unseren Ansatz bzw. unsere Muskulatur. Wichtig ist immer, lass dir Zeit, nimm dir auch die Zeit, dir läuft ja nichts davon. Das heißt, du hast einen Trainingseffekt immer dann, wenn du merkst, jetzt habe ich überhaupt keine Probleme, die 60 über diese 3 Sets immer zu erreichen und auch halten zu können, ohne dass die Nadel extrem nach unten abfällt. Und wenn du das geschafft hast, dann gehst du einen Schritt weiter zur 70. Und so baust du sukzessive deinen Ansatz aus, beziehungsweise auch dein Durchhaltevermögen natürlich, damit dementsprechend auch die 70, 80 und so weiter und so fort eben gehalten werden kann. Was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn ich diese Sets gemacht habe, dann zum Beispiel bei 140 dann eben diese 3 Sets gehalten habe, am Ende nochmal versuche, maximal reinzugehen. Das heißt, maximal erstmal natürlich maximaler Luftdruck, den auf das CTS-System geben und jetzt auch maximal lange halten. Ihr werdet gleich sehen, ich habe heute schon einen ganzen Übetag hinter mir und auch mit dem CTS-System schon trainiert. Es wird erstmal hochgehen bis auf die 140, 150 und danach, wenn ich halte, wird es sukzessive nach unten sich entspannen, da die Ansatzmuskulatur einfach nachlässt. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Ganz wichtig für mich ist immer und auch dir letztendlich zu sagen, danach ist der Übealltag beendet. Das heißt, für diesen Tag kein CTS mehr, kein Trompetentraining, kein PEAT oder sonstige Trainingsgeräte. Jetzt ist Ende Gelände und Freizeit bzw. ganz normaler Alltag angesagt. Also wir machen jetzt einmal dieses Maximum, volle Kanne und drauf. Und dann ist es geschafft. Durchhalten, Disziplin und vor allem dieser kämpferische Gedanke zu beißen, dran zu bleiben, der ist ganz wichtig. Jetzt natürlich wieder locker streichen. Und für heute ist es erledigt. Ich wünsche dir für dein CTS-Training sehr viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und ob du mit dem CTS gut zurechtkommst. Hast du Fragen, dann melde dich, beziehungsweise hast du Interesse an dem CTS-System und möchtest dir das gerne kaufen, dann kannst du auch jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. Dann bekommst du den deutschen Kontakt, wo du es beziehen kannst, beziehungsweise ich schreibe es auch unten in die Videobeschreibung. Dann kannst du mit Michael Geiger direkt Kontakt aufnehmen und dementsprechend dann das CTS-System bei ihm beziehen. Das war's zu diesem Thema. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.